Bitte halten. So fühlt sich ein eingeschalteter Muskeltest an. Und jetzt schauen wir mal, wenn du an deinen letzten Wettkampf denkst. Und bitte halten. Da schaltet der Muskel ab. Und mal richtig mit Schmackes an deinen letzten Wettkampf denkst und hältst, geht weg. Und wenn du jetzt die Hand auf die Stirn legst und nochmal an deinen letzten Wettkampf denkst, okay. Das eine war ein abgeschalteter Muskeltest, das andere war ein eingeschalteter Muskeltest. Das eine hat gezeigt, wie eine Stressreaktion ist und das war jetzt nicht erforderlich, dass da eine Stressreaktion sein muss, aber der Muskel hat abgeschaltet und mit dem Aktivieren der Frontallappen des Gehirns hat das Gehirn gesagt, hey, ich könnte ja auch anders reagieren und da würden wir jetzt eine Intervention machen, dass dein letzter Wettkampf nicht mehr als Störeinfluss auf zukünftiges Training und Wettkämpfe wirken muss. Der kinesiologische Muskeltest. Wozu der kinesiologische Muskeltest ist und wie man ihn einsetzen kann, das möchten wir euch hier in diesem kleinen Video präsentieren. Der kinesiologische Muskeltest dient, um Hintergründe abzufragen, um das Unterbewusstsein zu fragen, um Stressreaktionen an die Oberfläche zu bringen und herauszufinden, was hilft, um diese Stressreaktionen aufzulösen. Man kann im Stehen testen, man kann im Sitzen testen und man kann im Liegen testen. Man kann einen Muskel nehmen, um bestimmte Zustände abzufragen, um Nahrungsmittel zu testen, um Nahrungsergänzung zu testen, was deinem System explizit gut tut und was ihm eher Energie nimmt. Und da kommen manchmal sehr überraschende Ergebnisse raus. Und man kann ganz spezifische Muskeln zum Sport testen, sei es den Quadrizeps, den Psoas, den Latissimus dorsi, den Pectoralis und viele andere Muskeln am Arm, am Bein, am Rumpf, Nackenmuskeln, Halsmuskeln, Fingermuskeln, Fußmuskeln, unzählige Muskeln testbar, um in Bezug zu bestimmten Einsatzgebieten im Sport diese Muskeln zu challengen, weil der Satz sagt, ein trainierter Muskel ist noch lang kein eingeschalteter Muskel. Und so möchte ich euch nochmal den Muskeltest von vorn erklären, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir nehmen in diesem ganz einfachen, schön zu zeigenden Muskeltest den Deltoideus anterior, den Deltoideus medius, so heißt es richtig, der mittlere Deltamuskel, der wie eine Schulterklappe bei den Offizieren hier sitzt und in seinen kontrahierten Zustand geht, wenn du den Arm nach oben bringst. Ich versuche den Arm nach unten zu drücken, es geht um einen mittleren Druck und es geht darum, ob das Gehirn gut auf diesen Reiz reagieren kann. Bitte einmal halten. So fühlt es sich an, wenn der Muskel eingeschaltet ist. Wenn du an eine Situation denkst, wo dir was gut gelungen ist, und bitte einmal halten, dann würde hier der Muskel halten. Das heißt, es ist keine Stressreaktion, das System ist adaptionsfähig, es kann mit diesem Gedanken positiv, referenzartig gut umgehen. Und in dem Fall, wenn du nochmal, was immer da war, ich weiß es ja gar nicht, an diesen letzten Wettkampf denkst und bitte halten, dann schaltet der Muskel ab. Das bedeutet, das Gehirn hat irgendeine Stressreaktion damit in Verbindung. Da könnten wir jetzt noch genauer wie Sherlock Holmes verschiedene Details durchtesten, um zu sehen, lag es kurz vor dem Wettkampf, lag es an einer bestimmten Aktion, lag es an etwas, was danach stattgefunden hat, lag es an einer bestimmten Bewegung und einer Reaktion im Publikum. Also es gibt wahrscheinlich hunderte Gründe, warum es abgeschaltet haben könnte. Und dann nochmal diese erste Intervention und das Halten der Punkte, das hätte jetzt nicht zwangsläufig stärken müssen, wenn du noch einmal die Hand auf die Stirn legst und nochmal an den Wettkampf denkst. Und bitte halten. Fühlt sich anders an? Ja. Okay. Und wir würden jetzt hier weitergehen, um den Stress wirklich aufzulösen, damit dieses Ereignis nicht mehr mit einer bestimmten stresshaften Reaktion als Fusion abgespeichert wird und immer, wenn es um ähnliche Dinge geht, wieder an die Oberfläche gebracht wird. Also man kann die neurologische Reaktion, die Referenz verändern. Ich habe schon gesagt, man kann im Stehen,
im Sitzen und im Liegen testen. Wir könnten im Stehen auch verschiedene andere Muskeln testen. Jetzt zum Beispiel einen Muskeltest, der wirklich bestimmte Muskeln im Körper adressiert. Ich möchte euch einen Muskeltest zeigen, zum Beispiel den Latissimus dorsi. Der Latissimus dorsi ist in Verbindung mit dem Milz-Pankreas-Meridian aus der chinesischen Energielehre. Das heißt, die Leitbahn Milz-Pankreas, die am Fuß beginnt und hier nach oben zieht, wird über den Muskel getestet. Aber natürlich braucht es auch diesen großen Rückenmuskel in verschiedensten Bewegungen und Ausführungen von Tätigkeiten im Sportbereich. Der Latissimus wird so getestet, dass der Arm hier an dem Körper anliegt und ich den Arm wegziehe in diese Richtung, bitte mal locker lassen. So, er ist so ein bisschen noch nach innen rotiert und wir schauen einfach, ob er hält oder nicht hält, als einen von 14 grundlegenden Meridian-Muskeltests. Du hältst durchaus mit etwas Schmackes den Arm am Körper und ich ziehe wegwärts. Bitte halten. Und der Arm schaltet ab. Und dann teste ich das gleiche auf der anderen Seite. Und du hältst hier auch nochmal, bitte halten. Halt mal richtig mit Kraft, so was gerade geht und halten. Und der Arm geht weg. Die Kinesiologen sagen, er schaltet ab. Man könnte auch sagen, er testet schwach. Aber gemäß dem Motto, ein trainierter Muskel ist kein eingeschalteter Muskel, könntest du ihn jetzt wahnsinnig trainieren. Er würde aber neurologisch immer noch nicht eine gute Verbindung vom Gehirn zum Muskel haben. Wie können wir das ändern? Es gibt verschiedene Interventionen, neurolymphatische Punkte, die sogenannten Chapman-Reflexe, neurovaskuläre, den Meridian, Emotionen, die Biochemie, verschiedenste Techniken, wie man den Muskel wieder eingeschaltet bringt. Und wir probieren jetzt einfach was aus. Ich bitte dich, mit dieser Hand hier zwischen 7. und 8. Rippe eine Kuhle findbar zu berühren. Du nimmst den Arm nochmal in die Testposition. Und wir schauen, ob sich was verändert, zum Positiven oder eben nicht. Okay? Bitte einmal den Muskel halten. Also, ich hätte mir meine Meinung gebildet. Ich mir auch. Okay, hält besser. Ja. Gut. Hand nochmal weg und nochmal mit bitte halten, wie gerade eben. Ruhig so viel Kraft mindestens und nochmal halten. Und da entriegelt er sehr schnell und halt mal nochmal richtig fest. Nein. Und den Punkt nochmal berührend. Ja. Und bitte halten. Okay. Damit du jetzt nicht die ganze Zeit so rumlaufen musst, würden wir jetzt den Punkt massieren. Du vorne, ich hinten die entsprechenden neurolymphatischen Chapman-Punkte zwischen 7. und 8. Brustwirbel, was die Verbindung wieder einschalten soll. Und dann testen wir nach, ob das Ganze funktioniert hat. Also du massierst an dieser Stelle, ich massiere hinten. Die Punkte werden gewöhnlich 10, 20, 30 Sekunden massiert. Und wenn dieser tiefe Schnaufer, der gerade so automatisch kommt, stattgefunden hat, dann testen wir das Ganze nach. Okay. Du hältst den Arm wieder an der Position und wir schauen, ob es funktioniert oder nicht. Bitte halten. Dein Gefühl? Gut. Gut, okay. An der anderen Seite auch, muss nicht zwangsläufig auch halten. Bitte halten. Das hält gut. Ja. Wenn die Punkte nicht funktioniert hätten, hätten wir neurovaskuläre gehabt, wir hätten den Meridian klopfen oder abfahren können, wir hätten Nahrungsmittel testen können, wir hätten Vitamine, Mineralstoffe testen können oder die dahinterstehende Emotion beim Milz-Pankreas-Meridian, um eventuell noch einen emotionalen Faktor zu entstressen. Aber es hat ja gleich funktioniert. Man kann nicht nur im Stehen testen, wie ich vorher gesagt habe, sondern auch bestimmte Muskeln im Liegen. Es geht jetzt nicht darum, alle 14 zu zeigen, aber ich möchte euch noch den Beinmuskel, den Quadrizeps und den Psoas zeigen, den wir gleich im Liegen testen werden. Viele Muskeltests werden im Liegen ausgeführt und die Beinmuskeltests im Speziellen. Und wir werden jetzt, wie gerade besprochen, den Quadrizeps testen, den
vierköpfigen Oberschenkelmuskel, der in vielen Sportarten und natürlich im täglichen Leben bei allen möglichen Bewegungen beteiligt ist. Der Quadrizeps wird folgendermaßen getestet. Das Bein wird in diese Position gebracht, nicht ganz 90 Grad. Ich drücke, um die verschiedenen Anteile des Quadrizeps zu testen, hier, aber auch hier, um das Bein wieder in die Streckung zu bringen. Und bitte einmal halten. Und jetzt nochmal halten, aber er entriegelt wieder. Ist das spürbar? Ja. Okay. Dasselbe machen wir auf der anderen Körperseite. Und die Bewegung ist hier nach unten und bitte einmal halten. Der hält besser. Okay, also das linke Bein hält besser, deutlich besser, der rastet ein. Rechts, bitte halten, der hält nicht so gut. Manchmal schalten beide Seiten ab, eine beidseitige Muskelschwäche, manchmal nur eine. Das bedeutet, dass dieses Bein neurologisch oder durch energetische Faktoren beeinflusst ist, so dass du die optimale Kraft hier nicht bringen kannst. Das wirkt sich natürlich negativ im Training aus, negativ im Wettkampf aus. Der Körper braucht viel mehr Energie, als er ursprünglich bräuchte, wie wenn es ganz automatisch, wie bei diesem Muskel zum Beispiel, hält. Die neurolymphatischen Punkte, um den zu aktivieren, weil wenn wir was gefunden haben, dann lösen wir es natürlich gleich, wären mit den Händen hier am Rippenbogen zu berühren. Hier am Rippenbogen, der gesamte Rippenbogen. Wir schauen jetzt, ob diese Zone diesem Muskel gut tut. Und bitte einmal halten. Und auch wenn ich euch jetzt gern die anderen Punkte hier Berührung oder Meridian gezeigt hätte, in diesem Fall ist es wieder die neurolymphatische Zone, die du hier massierst, den Rippenbogen. Und ich würde hinten zwischen 8, 9, 9, 10 und 10, 11 Brustwirbel auch noch massieren. Du kannst so liegen bleiben. Ich gehe da drunter. Und wenn man sich da noch nicht so auskennt, dann kann man die Wirbel abzählen. Und ansonsten hat man ein bisschen mit Erfahrung die passenden Punkte direkt. Okay, und für was auch immer du den Quadrizeps im Wettkampf brauchst, der freut sich gerade über Aktivierung. Der Schnaufer war schon da, also lass uns noch mal testen, ohne das Berühren und schauen, ob das schon wirklich funktioniert hat. Kann funktionieren, muss nicht, ansonsten würden wir noch länger massieren. Bitte halten. Also der hält gut, dein Gefühl? Sehr gut. Sehr gut. Der hat gehalten, den müssen wir nicht nachtesten. Ein anderer Muskel, der im Sport sehr wichtig ist und immer wieder Grundlage von verschiedenen Techniken, Diskussionen, aber auch Beschwerden ist, ist der Psoas. Und da gibt es verschiedene Anteile vom Psoas, wie man ihn testen kann. Wir testen jetzt den Psoas, der übertragen hier im Becken drin liegt. Wir testen jetzt den Psoas mit einem Muskeltest, mit dem kinesiologischen, um zu schauen, ob dieser Psoas eingeschaltet oder abgeschaltet ist. Dazu wird das Bein nach außen rotiert, gerade nach oben gehoben. Ich stabilisiere die gegenüberliegende Hüfte und teste das Bein nach unten und außen. Und bitte einmal halten. Der hält gut. Jawohl. Und das gleiche auf der anderen Seite. Bein nach außen rotieren, gerade nach oben. Ich zeige erst die Richtung. Es geht nach unten, außen. Du hältst hier oben und bitte halten. Der schaltet, bitte halten. Okay, hier schaltet die linke Seite ab. Was auch immer da für Körperfunktionen und Ideen dahinter stecken, da könnten wir noch auf Suche gehen über den Muskeltest. Wann er abgeschaltet hat, durch welche Bewegung, was die Hintergründe des Abschaltens sind, das ist jetzt nicht Gegenstand unserer Demo, sondern einfach, wie wir ihn wieder einschalten können. Und auch hier gehen wir über die neurolymphatischen Punkte. 2 Finger seitlich vom Bauchnabel und 2 Finger drüber, die Chapman-Reflexe, die neurolymphatischen. Das heißt, du suchst deinen Bauchnabel und du gehst 2 Finger schräg drüber, berührst mal die Punkte, ob sie halten. Genau. Ja. Und wir schauen, ob das stärkt oder ob es nicht stärkt. Bitte mal halten. Ich hätte mir meine Meinung gebildet. Okay, das heißt, du massierst hier die Punkte, ich die entsprechende auf der Körperrückseite und der Muskeltest kann in der Tat der Gamechanger sein für Training und Wettkampf.
Ob man es jetzt hier mit Meridianmuskeln ausübt, also das heißt Muskeln, die wirklich eingesetzt werden müssen im Training, ob die Energiebahnen, die dahinter stehen, entscheidend sind, ob die Emotionen, die wir damit automatisch stärken, weil sie mit der Energiebahn und die Energiebahn mit dem Muskel in Verbindung stehen. Der kinesiologische Muskeltest und die Auflösungstechniken sind immens wichtig, um das letzte Quäntchen aus dem System einfach auch noch rauszuholen, weil es so einfach ist. Somit testen wir den Psoas nochmal. Bitte halten. Yes. Neben dem, dass wir jetzt viele verschiedene Muskeln testen könnten, von den Halsmuskeln und den Bauchmuskeln, weitere Rückenmuskeln, Armmuskeln, Beckenmuskeln, Fußmuskeln, Bein, also was auch immer hier bespielbar ist, können wir aber auch einen Grundmuskeltest wieder verwenden, um Lebensmittel oder Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und weitere Produkte austesten zu können. Häufig wirst du sehr überraschende Ergebnisse erzielen, wenn du Nahrungsmittel testest, beziehungsweise Riegel, Shakes oder andere Produkte. Und was gäbe es Schlimmeres, als etwas zu sich zu nehmen fürs Training, für den Wettkampf, wo du denkst, tut mir richtig gut und gibt mir Energie und unterm Strich kommt ein Minus raus. Unnötig. Und ich habe jetzt hier ein paar Sachen vorbereitet, die wir einfach testen können. Und du nimmst sie an den Körper, wir legen sie an den Körper. Wenn man sie in den Mund nehmen würde, würde vielleicht eine Reaktion zu drastisch ausfallen, also sprich allergische Unverträglichkeitsreaktionen daher am Körper, um zu testen, was dich stärkt, was dir gut tut, was zumindest neutral ist oder was dich schwächt. Der eingeschaltete Muskeltest sagt, okay, kann ich gut handeln. Der abgeschaltete Muskeltest sagt, ui, da ist eine Stressreaktion damit verbunden. Gut, das bedeutet, ich gebe dir hier was in die Hand, du legst es hier so an den Körper, nimmst bitte vielleicht sogar in die andere Hand. Ja. So, und wir testen es, bitte mal halten. Das testet stabil. Okay, dann kommt das nächste, einmal in die Hand. Und bitte halten, das testet nicht so stabil. Okay. Das heißt, der Körper sagt nicht wirklich positiv und förderlich. Und wir hatten schon mit dem gesundesten Obst die abgeschaltetsten Muskeltestzustände, wo wir dann im Hintergrund herausgefunden haben, was dazu geführt hat. Und entweder kann man es kinesiologisch auflösen, also auch damit gibt es Techniken, um Unverträglichkeiten und Allergien zu löschen oder sie einfach für eine gewisse Zeit auch wegzulassen, beziehungsweise in entscheidenden Momenten nicht zu sich zu nehmen. Ja, und dann gäbe es noch was anderes. Was gäbe es hier noch? Zum Beispiel die Geschichte. Bitte halten. Das hält auch wieder. Und so könnten wir jetzt mit Apfel und Banane und Getreide und anderen Dingen weitergehen, um zu schauen, was deinem Körper gut tut und was nicht. Man könnte sogar noch genauer testen, wann und wie viel, auch in Bezug zum Wettkampf, um herauszufinden, auf der biochemischen Ebene stärkend, neutral oder schwächend. Wofür kannst du als Trainer, als Coach oder als Sportler den kinesiologischen Muskeltest im sportlichen Kontext noch einsetzen? Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, was man testen kann. Interventionen gibt es viele, die werden wir an einer anderen Stelle besprechen. Hier geht es jetzt einfach um den Bereich zu öffnen, was für Einflussfaktoren zum Beispiel im Bereich des Sports alle bestehen. Ich nehme nochmal den kinesiologischen Muskeltest, bitte halten. Und würde dich einladen, an deinen nächsten Wettkampf zu denken. Da schaltet es zum Beispiel ab. Jetzt könnten wir wieder schauen, welche Punkte das Ganze stärken, um das Ganze zu entkoppeln, um den Stress vom Ereignis aufzulösen. Eine andere Sache, die wir testen könnten, wären zum Beispiel die Blickrichtungen. Die Blickrichtungen unterscheiden wir hier 9 verschiedene kinesiologische Blickrichtungen. Oben, unten, links, rechts, die Diagonalen und geradeaus. Und gerade im Sport sind die Blickrichtungen extrem wichtig, egal ob als Torwart, du schaust nach rechts, nach links, nach oben, unten, wo immer der Ball hinfliegt. Wenn du dir den Tennisspieler vorstellst,
Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Lob oder von unten raus. Wo gehen die Blickrichtungen hin als Turnerin, als Tänzer, als Skifahrer am Start, während des Wettkampfs? Zu den Zuschauern, da kommen noch die weiteren Tests. Wir testen verschiedene Blickrichtungen und ich beginne immer erst mit einem eingeschalteten Muskeltest. Bitte halten. Gut. Der Kopf bleibt gerade und du schaust mal bitte nach rechts zur Seite. Und bitte halten. Rechts schaltet ab. Dann schaust du bitte mal nach oben. Bitte halten. Oben hält. Wir könnten jetzt durch die weiteren Blickrichtungen gehen. Das war jetzt ein Beispiel. Die Blickrichtung rechts hat abgeschaltet. Würde fürs Gehirn bedeuten, immer wenn du nach rechts guckst, was immer da war oder ist, würde das Gehirn erstmal einen Unterbrecher bekommen, den Körper nicht mehr optimal versorgen und gegebenenfalls sogar eine alte Stressreaktion an die Oberfläche bringen, die wir oft gar nicht ganz bewusst wahrnehmen und trotzdem merken, da ist irgendwas. Oder am Schluss war das Ergebnis nicht so gut, wie es mit deinem Wissen und Können funktionieren könnte. Jetzt gibt es auch da wieder bestimmte Punkte, um diese Blickrichtung zu entstressen. 2 Punkte sind, wenn du bitte mit dieser Hand hier unterm Schlüsselbein links und rechts in den Mulden berührst und nochmal mit den Augen nach rechts seitlich schaust zu meiner Hand und einfach die Blickrichtung nach rechts, die abgeschaltet hat, und bitte halten. Hält besser? Ja. Okay. Und wenn wir jetzt die Punkte auf eine bestimmte Art und Weise massieren würden, während du nach rechts schaust, sagt das Gehirn, ich könnte ja auch wieder eingeschaltet bleiben, während ich nach rechts schaue. Auch hier könnten wir auf Ursachenfindung gehen und sagen, was war mal, als du nach rechts geschaut hast, was nicht so angenehm war. Es kann ein Unfall sein, ein Zusammenprall, vielleicht auch jemand, der rechts stand und was Unangenehmes zugerufen hat, wo das Gehirn gelernt hat, ui, rechts, da lauert Gefahr. Um sie aufzulösen, gibt es kinesiologische Techniken. Das machen wir nachher, um jetzt nichts hochzuholen, was wir dann nicht auch aufgelöst haben. Was kann man noch testen? Man kann an bestimmte Personen denken. Zum Beispiel, wenn du mal an Zuschauer denkst. In den meisten Wettkämpfen gibt es Zuschauer, manchmal sogar im Training. Und du kannst es dir vorstellen, bitte einmal an die Zuschauer denken und halten. Das löst bei dir keine Reaktion aus, keine Stressreaktion aus. Bei vielen anderen tut es das sehr, sehr wohl. Okay, dann vielleicht mal an den Trainer. Und bitte halten. Da schaltet es ab. Und das ist jetzt keine Aussage über den Trainer. Der kann der netteste, positivste, freundlichste Mensch der Welt sein. Irgendwas würde er bei dir ausgelöst haben, was sogar jetzt der Gedanke, wo das ja sicher zur Vergangenheit gehört, immer noch stressbesetzt ist. Und immer wenn der Trainer da wäre, was sagen würde, einen Hinweis geben würde, würde im Unterbewusstsein diese Stressreaktion mitlaufen. Auch hier wieder die gute Nachricht, lässt sich über bestimmte Punkte, Gehirnintegrationsübungen, Meridiantechniken auflösen. Ja, was gibt es noch in der Welt des Sports? Es gibt bestimmte Bewegungen. Wir hatten einen Slalomfahrer, der hat in der Tat auf die roten Torstangen Stress gehabt, weil er einmal mit der roten Torstange eingefädelt hat. Und das war in einem entscheidenden Moment und das Gehirn hat gesagt, oh, rote Torstangen sind gefährlich. Insofern könnte es verschiedene Dinge geben, vom Training zum Wettkampf, vom Trainer. Wenn du mal an die Ausführung einer bestimmten Bewegung und Übung denkst, was immer es ist, müssen wir jetzt nicht abfragen, du hast es im Kopf. Ja. Okay, und wir schauen, ob der Muskel stark oder schwach reagiert. Bitte einmal halten. Und da gibt es auch eine Stressreaktion. Wenn du mal an die Ausführung einer anderen Bewegung denkst, und bitte halten, da hält es gut. Ich weiß nicht, ob du es so erwartet hättest oder nicht. Ich weiß auch nicht, an was du gedacht hast. Wenn du jetzt die erste Reaktion nochmal nimmst, bitte halten, da schaltet es ab. Und nochmal die Frontallappen aktivierst und wir schauen, ob diese Ausführung in dieser Bewegung jetzt hält. Bitte halten, das tut's. Jetzt hätten wir auch über weitere Punkte gehen können, wenn das nicht stärkt. Nochmal die Aktivierungspunkte und eine Menge weiter. Aber der Körper sagt schon in diesem Moment, und jetzt lade ich dich nochmal ein, für einen gewissen Moment
eine Hand auf die Stirn zu legen und die andere auf den Hinterkopf. Und an diese Bewegung zu denken, während du den Hinterkopf hältst, und wenn es zu mühsam ist, kann ich es natürlich auch halten. Passt. Bewegungseinleitung, Ausführung, alles, was dir dazu einfällt. Okay. Und wenn du das Gefühl hast, und es eilt uns jetzt niemand, könnte schon passen? Ja. Manchmal braucht es auch deutlich länger, keine Frage. Wir schauen, ob es hält oder ob es nicht hält. Und du denkst einfach nochmal an diese Bewegung, an diese Ausführung. Und bitte halten. Wow. Okay, spürbar. Ja, ja. Und denk mal an den Anfang dieser Bewegung. An den Mittelteil. Und an das Ende. Sehr gut. Und etwas, auf was auch viele reagieren, wenn du dir mal vorstellst, zu gewinnen, zu siegen. Bitte halten. Oh, jetzt war ich ja echt gespannt. Bitte halten. Okay. Und auch das, aber das werden wir gleich im Nachgang bearbeiten, über welche Punkte, was dahinter steht. Man kann auch Glaubenssätze im Übrigen testen. Wollen wir probieren? Ja. Wenn du mal sagst, ich darf die Nummer 1 sein. Ich darf die Nummer 1 sein. Und bitte halten. Okay, das hält nicht wirklich. Wenn du mal sagst, es ist besser, nicht die Nummer 1 zu sein. Es ist besser, nicht die Nummer 1 zu sein. Das hält gut. Diesem Satz stimmt der Körper zu, dem anderen noch nicht ganz. Und dass es keinen Stress macht, wenn du nicht die Nummer 1 bist, aber auch keinen Stress macht, wenn du es bist. Vielen Dank, Ramona, dass ich mit dir den kinesiologischen Muskeltest und einiges darüber hinaus ansprechen durfte. Auch ein paar persönliche Dinge zeigen und bei manchen wissen wir ja gar nicht, was in deinem Kopf vorging. Aber selbst dann kann man es zum Positiven verändern. Ramona, wie würdest du denn den Unterschied zwischen einem eingeschalteten und einem abgeschalteten, Anführungsstrich einem starken und einem schwachen Muskeltest beschreiben? Also der schwache oder abgeschaltete Muskel, der ist einfach, braucht man krass viel Energieaufwand und es bringt nichts, als würde man kämpfen, aber man kommt nicht ans Ziel. Und bei dem Eingeschalteten ist es für mich einfach, also vom Gefühl her, das ist selbstverständlich, das ist einfach, der ist stark und klar. Vielleicht kennt ihr diese Aussage aus eurem täglichen Leben oder natürlich aus dem Sport. Man braucht viel Energie, kämpft und es haut nicht wirklich hin. Oder es hält von selbst und man hat seine Energie für ganz andere Dinge. Und das ist unser Ziel, dass ihr wirklich eure Performance ins Training, in den Wettkampf oder im Leben auf die Straße bringt, dass die Dinge, die in euch angelegt sind, automatisch abrufbar sind und ihr somit auf einer ganz anderen Ebene, Next Level leben, funktionieren, Sport machen und Freude an all den Dingen haben könnt. Probiert es einfach aus. Den kinesiologischen Muskeltest in Anwendung, im Stehen, im Liegen. Und wenn du mehr dazu wissen und erfahren und lernen und anwenden möchtest, Sportkinesiologie 1, der Grundlagenkurs. Verschiedenste Muskeltests, Meridian-Muskeltests, Muskeltests im Stehen, im Liegen, für Bein, für Arm, für den gesamten Körper, für die sportliche Performance. Als Trainer, als Coach oder als Sportler. Zudem Muskeltests zum emotionalen Stressabbau, Augen integrieren, die Hörwahrnehmung aktivieren, Gehirnintegration und noch vieles mehr.